Okay, das, was diese Woche passiert ist, damit hätte ich nicht gerechnet und ich muss ganz ehrlicherweise sagen, dass ich überwältigt bin auf das Feedback zum letzten Video, nämlich wo ich euch um konstruktive Kritik rund um den Kanal gefragt habe. Und an dieser Stelle möchte ich zunächst einmal eines sagen und das ist: vielen, vielen Dank für die ganzen Zuschriften, über 500 Kommentare, über 100 sehr persönliche E-Mails, wirklich lange E-Mails, wo ihr mir geschildert habt, warum ihr den Kanal auf der einen Seite schätzt und welche Kritikpunkte ihr für die Zukunft, welche konstruktive Kritik ihr habt. Und dieses Video hier soll jetzt einmal zusammenfassen. Wir haben uns das Ganze durchgelesen. Wir möchten jetzt verschiedene Implikationen für die Zukunft als Team, aber ich eben auch als Person annehmen. Und in diesem Video möchte ich das einmal darstellen, wie es jetzt aussehen kann. Das heißt, das erste in diesem Video wird sein, was habt ihr eigentlich für positive Punkte rund um den Kanal? Das zweite wird sein, welche Kritikpunkte, welche konstruktive Kritik habt ihr? Und das dritte eben dann unsere Implikationen. Was machen wir jetzt mit der Zukunft dieses Kanals? Was mich zunächst einmal sehr gefreut hat, das ist, dass ich dem Anliegen, was ich eigentlich hier auf YouTube habe, durch die Kommentare, die von euch gekommen sind, zu ganz großen Teilen schon ziemlich gerecht werde. Es haben viele von euch geschildert, dass sie motiviert werden, dass sie Inspiration durch die Videos finden. Auch teilweise super schöne Zuschriften, wo Menschen gesagt haben, erst durch mich haben sie wieder zum Sport zurückgefunden, sind sie Radfahren gegangen, haben überhaupt das Bikepacking oder Skifahren entdeckt und ganz, ganz viele haben eben auch das Skifahren durch den Kanal gelernt. Was mich zunächst einmal sehr freut und ich glaube, eines ist vor allen Dingen für mich rausgekommen: es ist sehr, sehr viel Positives zurückgekommen und doch nicht so viel Negativität im Kanal, wie ich in den letzten Wochen so angenommen habe. Und da haben einige von euch ja auch geschildert, Negativität und Trolle gibt es halt zuhauf im Internet und es wäre naiv von mir anzunehmen, dass das bei mir nicht so ist. Und das ist so. Es ist nur auch von vielen von euch gekommen, dass ihr sagt, okay, wir zeigen halt wenig diese positiven Kommentare. Ihr wisst, also viele nutzen, glaube ich, auch einfach nicht die Daumenfunktion, nutzen nicht unbedingt das Abo auf dem Kanal und auch nicht die Kommentarfunktion. Vielleicht ist das in der Zukunft ein bisschen anders. Ich würde mich und mein gesamtes Team, wir würden uns gemeinsam sehr darüber freuen, wenn es so ist, dass ihr es nutzt. Neben der Motivation und Inspiration ist vor allen Dingen aber auch eines gekommen, dass ihr die Mischung der Inhalte gut findet. Auf der einen Seite inspirierende Reisevideos, auf der anderen Seite Informationsvideos und da wünscht ihr euch sogar an mancher Stelle noch mehr, vielleicht zu Gadgets, zu Equipment und Ähnlichem und da kommen wir dann später in der konstruktiven Kritik zu. Und der dritte ganz wesentliche Punkt ist, dass ihr die Produktionsqualität schätzt. Und da kommen wir jetzt ein bisschen in die Bredouille, sage ich mal. Ihr schätzt, dass die Videos mit hoher Qualität produziert werden, also viele Kameraeinstellungen. Ihr schätzt den guten Ton der Videos, die Musikauswahl, den Schnitt, die saubere Verarbeitung und hohe Produktionsqualität, so wurde es jedenfalls häufiger genannt, in den Videos. Und das jetzt mal zum positiven Teil, da gab es natürlich noch andere, aber das bringt uns jetzt eben auch hinein in die konstruktive Kritik. Und einer der größten Punkte, den ihr dabei hattet, ist eben diese Qualität und dann, dass die Erlebnisse bzw. die Videos nicht mehr so ehrlich wirken, wie sie in der Vergangenheit gewirkt haben. Dabei kann ich euch sagen, die Erlebnisse, die wir machen, erleben wir ehrlich, erleben wir authentisch. Die Videos sind nur anders bearbeitet, beziehungsweise auch die Informationen, die wir in die Videos einbringen, sind besser geplant. Und da sind wir also ein bisschen auf Messerschneide, was die Qualität der Inhalte angeht. Auf der einen Seite dieses ehrliche Rausgehen, wie früher mit dem Basti Julian zusammen. Die Kamera war verwackelt, ja, die Töne waren mal schlecht, die Videos vielleicht auch etwas unprofessioneller zusammengeschnitten. Und heute eben saubere Zusammenschnitte, gute Musikauswahl, würde ich behaupten. Und dann natürlich die Mischung aus Information und Unterhaltung und dann diesem ehrlichen Erleben. Das macht es halt ein bisschen schwieriger, wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn Videos also authentischer wirken sollen, obwohl sie authentisch von meiner Seite sind, dann ist es ja so, dass ich manchmal vielleicht nicht so viele Informationen einbringen kann, weil ich mich grundsätzlich ja erstmal informieren muss, wie die Berge hier hinter mir heißen. Ich weiß das ja auch nicht über die gesamten Alpen. Ihr versteht den Punkt. Je näher wir rankommen an eine Art Reportage wie im Fernsehen, desto mehr Informationen bekommt ihr, auch ganz gut aufbereitet. Je mehr wir aber weggehen von diesem Charakter des TVs, sage ich mal, hin zu authentischen Erlebnissen, desto weniger Information ist vielleicht in den Videos drin. Da werde ich aber in den nächsten Wochen, oder beziehungsweise machen wir anders, die Implikation daraus, die kommt natürlich im nächsten Kapitel.
Das zweite Thema ist, dass ihr gesagt habt, okay, es muss gar nicht so eine hohe Qualität haben oder es sollte schon eine hohe Qualität haben, es muss gar nicht so häufig kommen, also Quantität. Die Quantität müsste nicht unbedingt jeden Sonntag sein, sondern ihr wünscht euch halt Videos, wenn wir ein gutes Erlebnis haben, wenn wir das gut zusammenschneiden und ihr Spaß daran haben könnt. Und das kann auch alle 2 oder 3 Wochen kommen. Auch die Implikation daraus ziehe ich. Und dann der dritte Punkt in der konstruktiven Kritik, das ist die Werbung. Ihr sagt schon, dass ihr versteht, dass Partner hier auf YouTube für uns als Team relevant sind und damit die Videos finanziert werden. Aber auf der anderen Seite sagt ihr auch, dass diese Werbung besser eingebracht werden kann, zum Beispiel über klare Werbeblöcke oder authentischer integriert, weil das Produkt einfach benutzt wird und ihr dann vielleicht noch ein paar Hinweise dazu bekommt. Auch daraus gehen wir dann jetzt über in die Implikationen. Es gab noch einige andere Kritikpunkte, die haben wir uns aufgeschrieben, die werden wir quasi mitnehmen in die kommenden Videos. Das waren aber die 3 Hauptpunkte, die genannt wurden. Wir ziehen daraus folgende Schlüsse. Das erste ist, die Videos sollen ehrlicher werden. Wieder mehr Erlebnisse wie früher und das bedeutet auch für mich konkret Basti anrufen, wieder mit ihm mehr einfach rausgehen, Abenteuer für euch einfangen und dann auch im Videoschnitt überlegen, welche Szenen wir dann einfach mal reinpacken, die vielleicht nicht so strack und gerade formuliert sind, sondern einfach so, wie sie aus uns rausfließen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre, dass wir sagen, okay, wir drehen in der Quantität mal runter, machen nicht jede Woche ein Video, sondern nur dann, wenn wir es auch 100% fühlen, wenn wir dahinter stehen und euch dann ein gutes Video an der Stelle präsentieren können. Und der dritte Punkt ist eben die Integration der Partner in der Art und Weise, wie sie euch eben möglichst gefällt. Und dann eben auch mein Punkt an euch. Ich freue mich, wenn ihr das auch nochmal klar in den Kommentaren deutlich macht, wenn das Ganze gut gefällt. Und generell freue ich mich, wenn wir jetzt diese positive Atmosphäre, die wir im letzten Video ja auch, wo klar rausgekommen ist, dass viele von euch den Kanal wirklich sehr schätzen, wenn wir das über Kommentare und Daumen etc. Hochhalten. Und da werde ich in den kommenden Videos auch immer mal wieder drauf eingehen. Ganz wichtig an dieser Stelle, es sind ein paar Videos vorproduziert. Zum Beispiel kommt jetzt am Sonntag, also morgen, kommt ein Video aus der Schweiz. Das wurde schon gedreht. Genauso wurden einige Inhalte aus Frankreich gedreht. Von Mallorca kommt noch ein bisschen was. Bedeutet, es ist so, dass wir diese Implikationen, die ich jetzt aus dem Feedback ziehe, erst in den kommenden Wochen, Monaten in den Kanal integriere. Und jetzt nochmal einmal klar zur Zukunft des Kanals, denn ihr wisst schon aus verschiedenen Videos zuvor, dass ich plane, ab Mitte nächsten Jahres eine Weltreise zu machen im privaten Stile. Also was heißt das konkret, privaten Stile? Ich möchte nicht so viel die Kamera mitnehmen, einfach mal rauskommen, erleben, Erlebnisse mitnehmen, Erfahrungen sammeln und die dann später auf YouTube wieder einbringen. Das heißt, der Kanal wird an diesem Zeitpunkt erstmal pausieren, doch ihr werdet weiter Videos sehen, das kann ich an dieser Stelle schon sagen, weil wir vorproduzieren. Wir nehmen schon verschiedene Erlebnisse mit auf und ihr werdet auch kommendes Jahr mit Videos versorgt. In welcher Menge und in welcher Quantität, wo wir eben drüber gesprochen haben, das werden wir dann jetzt noch sehen. Aber ihr werdet weiter was sehen und ich freue mich auf diese Zukunft. Jetzt ist die Sonne hier mittlerweile wirklich verschwunden am Silbensteinspeicher. Ich wünsche euch jedenfalls einen guten und schönen Tag. Hoffe, dass euch auch dieses Video gefallen hat. War ja auch dann an der Stelle ein sehr ehrlicher Austausch. Ich hoffe, dass ihr da mitgeht. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ist hier verlinkt. Tschüss.